ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Rezepte-Video für euch. Und zwar sind das 3 Snack-Ideen für Kinder, die ganz einfach zu Hause selber zu machen sind. Die Rezepte kommen, wie gesagt, ohne großen Aufwand aus. Außerdem sind sie noch verhältnismäßig gesund und sie schmecken gut. Und das Ganze ist auch erprobt von meinem Sohn. Also den Praxistest haben sie bestanden. Und ich muss dazu sagen, sie schmecken nicht nur meinem Sohn, sondern auch mir echt lecker. Ich habe 2 süße und eine herzhafte Rezeptidee für euch. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet zum Thema Haushalt und Leben mit Kind, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Wir legen los mit den Rezepten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein Sohn liebt es, Sachen zu dippen, deswegen mache ich ihm gerne einen Avocado-Hummus. Dafür nehme ich 300 Gramm Kichererbsen, eine Avocado, 2 Esslöffel Tahin, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Zitronensaft. Ich würze das mit ein ganz kleines bisschen Kreuzkümmel und ein bisschen Salz, aber auch nicht zu viel. Die Kichererbsen koche ich selbstverständlich. Ich benutze nie die aus der Dose, sondern kaufe immer die getrockneten. Die lasse ich einweichen in Wasser, friere das Ganze ein und hole mir dann die Menge heraus, die ich brauche. Ich habe diese hier jetzt 1 Stunde kochen lassen und dann kommen die ganzen Zutaten einfach zusammen in den Mixer. Wenn man einen guten Mixer hat, geht das auch rucki-zucki. Bei mir dauert das leider immer ein kleines bisschen. Mein Mixer ist nicht ganz so stark, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall super lecker und wie gesagt, meinem Sohn schmeckt das gut und mir vor allem auch. Ich finde diesen Hummus beispielsweise auch auf einem Stück Brot echt richtig lecker. Bei euch ist es sicherlich auch so, aber Eis ist einfach das, wonach mein Sohn ständig fragt. Daher mache ich ihm das ganz gerne selber und verwende dafür Fruchtpüree oder auch ganz einfach Quetschis. Ich habe in diesem Video 2 Varianten gemacht, wie man ganz einfach Eis am Stiel für die Kleinen selber machen kann. Und dafür braucht ihr zuallererst so ein Eis am Stiel zum selbermachen Ding. Und dann braucht ihr für eine Variante Joghurt. Ich habe hier griechischen Joghurt genommen. Ein bisschen Honig und dann braucht ihr natürlich Quetschis bzw. Obstbrei. Ich habe hier Quetschis und Obstbrei von Yamo verwendet, mit denen ich für dieses Video zusammenarbeite. Yamo bietet Breie für Babys, aber auch Quetschis für Kleinkinder und sogar auch Joghurts auf Haferbasis an. Die Breie enthalten zu 100% biologische und natürliche Inhaltsstoffe. Und was Yamo auch besonders macht, das ist, dass die Breie nicht wie bei anderen Herstellern durch Hitze sterilisiert werden, sondern kalt gepresst werden. Das bedeutet einerseits, dass auch die Quetschis und die Breie alle gekühlt werden müssen, also im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Aber dieses Verfahren ist auch besonders vitaminschonend und der Geschmack bleibt schön frisch. Wenn ihr bei Yamo einkauft, wird eure Bestellung gekühlt geliefert, was bei mir wirklich super funktioniert hat. Und wie ihr seht, es gibt eine große Auswahl an vielen unterschiedlichen Quetschis. Was ich außerdem bei den Yamo-Produkten richtig lustig finde, das sind die Namen, die verschiedenen Produktnamen. Ja, was haben wir? Niki Spinach oder Mariah Cherry. Und ein Favorit von mir und meinem Sohn ist auf jeden Fall auch Prince Vanillium. Das hat uns beiden besonders lecker geschmeckt. Falls ihr euch Yamo mal näher anschauen möchtet, findet ihr einen Link direkt zur Webseite in der Infobox. Und dort findet ihr auch einen Rabattcode, mit dem ihr 25% auf eure erste Bestellung spart. Für die erste Eisvariante nehmt ihr den Joghurt und ich habe das auch nochmal mit ein bisschen Honig gesüßt. Also wie ihr seht, ich habe da einfach ein paar Tropfen reingemacht und das Ganze vermengt, weil ich finde, so komplett ungesüßt schmeckt das einfach nicht so lecker. Ich habe dann von dem Honig unten ein bisschen was in die Eisförmchen gegeben und dann immer abwechselnd geschichtet mit dem Fruchtpüree. Ich habe hierfür Peach Boys genommen, weil ich fand den Pfirsich mit Joghurt, das hat ganz gut zusammengepasst. Peach Boys ist Pfirsich, Apfel und Erdbeere. Ich habe das, wie gesagt, abwechselnd übereinander geschichtet und dann ganz vorsichtig die Stäbchen da reingesteckt. Für die zweite Eisvariante habe ich ja wie so eine Art Regenbogeneis gemacht. Ich habe mir Quetschis mit verschiedenen Farben ausgesucht und das Ganze immer abwechselnd übereinander geschichtet. Ich habe hier einmal Katy Berry genommen, das ist die rote Variante sozusagen. Das habe ich ganz nach unten gemacht. Und immer wenn ich ein bisschen was davon eingefüllt hatte in die Form, habe ich das für ganz kurze Zeit in die Tiefkühltruhe gestellt, damit die Farben bzw. ja die einzelnen Quetschis nicht ineinander laufen. Aber auch wirklich nicht lang. Also eine halbe Stunde Maximum hat absolut gereicht. Ich habe jetzt bei einer Schicht auch nur mal, ich glaube, 10 oder 15 Minuten gemacht. Auch das hat gereicht. Ich mache die Förmchen übrigens auch nie ganz bis zum Anschlag voll, weil sobald man diese Stäbchen da reinsteckt, geht es sowieso ein bisschen nach oben. Und das habe ich auch ganz sachte und vorsichtig reingesteckt. Also das ging auch noch gut rein, obwohl das ja zwischendurch schon in der Tiefkühltruhe war. Das war überhaupt kein Thema.
Aber ich habe das ganz vorsichtig reingesteckt, damit ich nicht mit dem Stäbchen dann die einzelnen Farbschichten sozusagen durcheinander mische. Und dann kommt das Ganze in die Tiefkühltruhe, am besten über Nacht. Und dann habt ihr super leckeres Eis, das nicht nur echt lecker schmeckt, sondern ich finde optisch auch ordentlich was hermacht. Kommen wir zum dritten und letzten Rezept für dieses Video und das sind Energiekugeln. Ursprünglich war das überhaupt gar nicht als Rezept für meinen Sohn gedacht, sondern eher für mich. Aber es fing dann an, dass er die mir ständig weggegessen hat, weil sie ihm einfach so gut schmecken. Deswegen dachte ich, machen wir das doch mit in dieses Video. Für meine Lieblingsmischung braucht ihr 8 Datteln, 2 Esslöffel Erdnussmus, 1 Teelöffel Chiasamen, 2 Esslöffel Haferflocken, 1 Teelöffel Kakao, eine Handvoll Nüsse oder am liebsten verwende ich Cashews. Ich habe hier jetzt gemischte Nüsse genommen und optional so ein ganz kleiner Schuss Vanillearoma. Im Prinzip schmeißt ihr die ganzen Zutaten zusammen in den Mixer. Ich finde es allerdings wichtig, dass man die Datteln vorher noch ein bisschen in Wasser einlegt, weil dann lassen die sich leichter mixen. Ich habe da jetzt, ich glaube, ich habe die eine Stunde ungefähr in Wasser liegen lassen. Und wie gesagt, alles kommt in den Mixer, wird fein püriert. Achtet darauf, ja, gerade bei den Nüssen, dass das wirklich richtig, richtig fein püriert ist. Ich habe schon angesprochen, mein Mixer ist nicht der beste, aber wenn man Geduld hat, dann schafft er auch das. Und am Schluss kommt dann nämlich wie so ein richtiger Teig raus, der verhältnismäßig fest ist und der sich dadurch auch ganz wunderbar formen lässt. Einmal sollten deswegen die Nüsse ganz, ganz klein püriert sein und natürlich auch wegen der Verschluckgefahr. Also da achte ich immer drauf, dass das alles ganz glatt und fein püriert ist. Dann formt ihr da einfach kleine Kugeln draus und wälzt die in, ich habe jetzt hier Chiasamen und Kakaopulver genommen, ihr könnt aber auch Sesam nehmen, ganz wie ihr möchtet. Wenn mein Sohn nach Schokolade fragt, er für mein Gefühl an dem Tag aber schon echt viel Süßes gehabt hat, dann gebe ich ihm lieber so ein Bällchen. Damit ist seine Lust auf Schokolade auf jeden Fall gestillt. Es schmeckt ihm, es ist süß, aber ohne dass künstlicher Zucker zugesetzt ist.